Barons Bar, 1:14 Uhr. Na, da bin ich doch mal gespannt, was wir hier herausbekommen über die liebe Theresa. Gents, drink? Nee, danke. Felton Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Wundert mich, dass der jetzt direkt schon so losplappert. Aber okay. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Okay. Ja, er blinzelt. Moment mal, ich muss noch mal... Quatsch. Ich muss noch mal eben kurz schauen, was wir hier haben. Aber gut, das ist ja alles kein Hinweis. Gut, er zwinkert, aber normal würde ich sagen, er schaut nicht weg oder so. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. That cherry pie was delicious. Barons Bar, 120 North, Bondi oder irgendwas. 2 Whisky auf Eis, 1 Manhattan, 1 Gin. Theresa, T, Put Yellow out an Cab. APB on the cab. 3591. Should be traceable. Okay. Gut. Verdächtiger Landstreicher. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Na, ich weiß ja nicht. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other men? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Ach, sieh einer an. Was für ein Zufall. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Na. Na. Er hat erst so eine komische Bewegung gemacht. Ja, aber er zieht die Augenbrauen so hoch. Deshalb... Er schaut ihn aber auch an. Er könnte die Wahrheit sagen, ich könnte es aber auch anzweifeln. Wir haben 5 Intuitionspunkte. Ich überlege gerade, ob wir die mal wieder einsetzen. Das haben wir bis jetzt erst einmal getan. Eine Antwort entfernen, Community-Fragen. Wir machen das einfach mal. So, die Community sagt, er sagt die Wahrheit. Okay. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Okay. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Can't let the son of a bitch Das get war away. so klar. Schon als er sagte, dass der Bates da hinten sitzt, habe ich mir gedacht, okay, der haut gleich ab. So, wir sollen ihn verhaften. Heißt nicht schießen. Get in and drive. Hier jetzt, oder was? Okay, rein. Fährt der Typ Thought hin. you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Ich hoffe, der Rusty schießt I doch don't gleich think the auf killer ihn. would be kicking Wow, back wow, in the was bar macht when he er? met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, Whoa. they're sticklers for routine. Toll, ich dachte, ich könnte den Zaun umfahren. Come on, Hat Phelps, nicht so you're letting this funktioniert. lust get away from you. Ja, ja, das Problem ist, ich sehe ihn gerade nicht. Ich nehme hier einfach mal alles mit. He's showing you how it's done. Was ist denn jetzt? Ja, gut, da oben Maybe ist you er. shouldn't have Okay. waited for me, Phelps. So, dann schieß doch mal auf ihn, oder keine Ahnung. Ist der ein bisschen wahnsinnig oder so? Was tut er? Don't go to sleep Whoa. on me. Get me back in Whoa. close.
Ah, er schießt auf ihn, sehr gut. Hit him, Cole. Spit him out. Ja, ich versuch's. Der ist relativ schnell. Wow. Wow. Let's Oh, end oh. this farce. Oh, oh. Ja, das würde mich wundern, wenn der noch lebt. All right, you got me. I've had enough. Put your hands in the air! Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. So, Kontakt mit Opfer. Es wundert mich, dass er jetzt da irgendwie total unverletzt und so steht, aber gut. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead, and your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Ich glaube sogar, dass er irgendwie die Wahrheit sagt. Er schaut weg, aber er ist wahrscheinlich auch super genervt. Also, ich weiß nicht, ich bin mir schon wieder unschlüssig. Wow, bei dem Fall echt häufig. Dass sie den Seemann bevorzugt hat, das könnte sogar sein. Ich sag jetzt Wahrheit. Tell us about Teresa Mann! Terrelson. What's to tell? Mann! Okay, jetzt aber. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Wie er guckt. Ich würde jetzt sagen, nee, das zweifle ich an. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. Okay. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. So, und was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal zum Polizeimelder. Das wird bestimmt wieder darauf hinauslaufen, dass wir 2 oder sogar noch mehr Verdächtige haben. I read about him in the paper. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks. Ach, sieh einer an. James Jessup verhören. Okay. Ja, jetzt hupt doch hier nicht so rum. Ist doch alles gut. So, Rusty, du darfst wieder Auto fahren. Das machst du doch so gerne. You can drive. Warum haben wir den Wohnsitz da noch als Ziel? Frage ich mich gerade. Gut, vielleicht können wir da später nochmal hin. So, du fährst jetzt erstmal zum... Hallo, bleib mal ruhig. Zum LAPD. Zentralrevier, 1:45 Uhr. He's in interview 2. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Okay. Verhör um 2 war doch hier, oder? Ja, Interview Room 2. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Ja, vor allem hat er sich doch jetzt selbst gestellt, beziehungsweise selbst bei der Polizei gemeldet. Vollmatrose der US Navy. Mit dem Opfer in der Mordnacht gesehen. Ja, okay. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Ja, der kannte die 100 Pro vorher. Der kannte die 100 Pro vorher. Yellow, Handtasche des Opfers, Todeszeitpunkt. Nee, wir zweifeln es an.
So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Okay. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Naja, den haben wir ja. Ich zweifel's mal an. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Okay, Obdachlosenlager untersuchen. Ah, dann können wir da jetzt also endlich etwas machen. Rusty, du darfst Auto fahren. And where exactly are we going? Wir fahren zum Obdachlosenlager. Mal wieder. 3 suspects in the can and 1 on the hook. And still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. Okay, der kommt also auch zum Revier. Obdachlosenlager, 1:57 Uhr. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. If you want your rightful Mit wem soll ich denn hier als erstes we need to boxen? fight for it. Ach, mit ihm natürlich. Ja, das kann ich auch so super hier. Au! Au! So gut geblockt. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Jetzt haben wir tatsächlich 4 Verdächtige. Wow, das wird ja richtig hart. over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ja. Erstmal finde ich mal endlich wieder eine Zeitung. Wow, das ist ja ewig her. Mensch, und wahrscheinlich habe ich total viel übersehen. Fehlendes Morphium, Polizei, Gauner führen Drogenkrieg. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze.
So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Okay, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich das Spiel mal gespielt habe, deshalb kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich kann mir auch teilweise echt keinen Reim auf diese, ja, Zeitungsartikel machen, was das hier mit allem so wirklich zu tun hat. Vor allem, wenn wir nicht alle finden, dann ist das ein bisschen lückenhaft und das ist dann sehr schade. Na, sieh mal eine an. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Aber ein Obdachloser, der die ganzen Frauen umbringt, weil ich ja nach wie vor davon ausgehe, und ich denke, das ist auch klar, dass, ja, dass das ein Serienkiller ist, ganz klar. Geldbeutel. Soll das TT sein? Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ein paar Münzen. Und was haben wir hier? Ackerman doesn't look like much of a dancer. Ah, okay. Vom Tanzclub. Gut. Wobei ich ja schon am Anfang des Falls gesagt habe, als wir die Leiche gesehen haben, dass es eventuell hier auch ein Nachahmungstäter sein könnte. Weil halt nicht alles zutrifft. Das ist nicht, wonach wir suchen. Okay. So, sonst ist hier anscheinend nichts mehr. Was sagt Rusty? What do you think? Teresa's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. We need to find him. Okay. That's the cop from the newspaper. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt irgendwie die Möglichkeit haben zum Taxiunternehmen. Wohnsitz. Where are we headed? Wir können immer noch nicht zum Taxiunternehmen. Pass mal auf. Moment. Moment. War hier irgendwo eine Telefonzelle oder so? Nein. Zumindest nicht in der Nähe. Gut. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Dann würde ich sagen, fahren wir doch zum Zentralrevier. Ich meine, warum können wir zum Wohnsitz? Der wurde doch jetzt auch zum Revier gebracht. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Zentralrevier, 2:04 Uhr. Dann geht's jetzt also... Bitte was? Dann geht's jetzt also ans Verhör. Wie hier entlang? Wo entlang? Soll ich jetzt direkt schon loslegen? Oder möchte vielleicht unser Chef nochmal mit uns sprechen? Wer bist du? So, Interview 1. Wer ist denn hier drin? Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck?
Dann legen wir doch mal los. Motiv. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Na. Wir haben ihre Geldbörse. Are you denying that you strangled Mrs. Terrellson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Da stehen zumindest ihre Initialen drauf. Handtasche des Opfers. Darin Lippenstift und Ausweis. Nee. Gefunden in Stuart Ackermans... Ja. The system has crippled and Ärgerlich. blinded you. And you haven't even noticed. Ärgerlich. Ich dachte jetzt... Ja gut, da stand auch nur TT. Da stand nicht der ganze Name. Egal. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Boah, die Antworten von dem Typen sind ätzend. Weil... Boah, wie er guckt. Die Antworten von dem sind echt ätzend, weil er nämlich... Der antwortet schon vernünftig auf die Fragen. Aber nicht so, dass ich wirklich sagen kann, ob Wahrheit oder Lüge. Ja, gut, hat der viele Plätze? Das glaube ich ihm ja, dass er viele Plätze hat. Aber der Hügel... Dreckige Stiefel, Streichholzbriefchen, das ist alles egal. Todeszeitpunkt. Ich zweifle das jetzt an. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed. But I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Was ist das wieder für ein Quatsch? Ganz ehrlich, was ist das wieder für ein Mist? Wir hatten doch jetzt 3 bzw. 4 Leute, die hätten die Täter sein können. Ich hätte jetzt tatsächlich den Ackerman auch wirklich beschuldigt. Klar, von daher ist das schon okay gelaufen. Aber wir hatten doch jetzt noch andere Verdächtige. Die wurden nicht verhört? So, hallo, was zur Hölle? Gut, wie gesagt, ich hätte mich sowieso für den entschieden, obwohl ich ja glaube, dass er es nicht ist. Aber... Was ist das für ein Ende? Gefundene Hinweise 12 von 17. Wow, diesmal war ich echt nicht gut. Jeder Zeuge zählt, auch der Taxifahrer, der als einer der letzten Teresa lebendig gesehen hat. Ja, ich hatte keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Sehr merkwürdig. Keine Ahnung. Also die haben doch echt diesen Lars, wie hieß er, Terrellson, den Mann, die haben doch gesagt, die wollen ihn zum Revier bringen. Was ist, wenn ich jetzt direkt in den Interviewraum 2 gegangen wäre und ihn beispielsweise verhört hätte? Wäre er dann automatisch der Täter gewesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Chef ist begeistert. Das freut mich. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Eventuell kommt jetzt noch wieder so ein Flashback. Ich weiß es nicht, ein Flashback aus dem Krieg von Cole. Ich bin da ein bisschen verwirrt, weil merkwürdigerweise kommen die am Ende des jeweiligen Falls, aber wenn ich das Spiel dann nochmal neu starte, dann kommen sie nicht mehr. Von daher, entweder seht ihr jetzt gleich noch ein Flashback oder aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Wir hören uns, nicht wir sehen uns.